Wir sind in einer der größten Tiny House Fertigungsindustrien in Europa, nämlich direkt an der Grenze zu Deutschland. Wir sind nicht so weit weg von der Grenze, oder? Grüß dich, Rob. Nee, wir liegen eigentlich auf der Höhe Osnabrück, also wir sind eigentlich ganz gut zu erreichen. Also Rob Schell, du hast was für eine Aufgabe? Ja, aber wohl eine schöne Aufgabe. Okay. Und was machst du ganz genau? Du machst den Verkauf? Ja, ich bin der Exportmanager ich mache den Export. Also wir machen natürlich nicht nur Deutschland, wir sind auch in Dänemark und auch viele andere Länder. Wir sagen immer, die kälteren Länder, das sind unsere Länder, weil wir super gut isolieren und winterfest bauen. Und das wird man hier sehen. Wenn wir eine Zeichnung fertig haben und der Kunde und alles ist genauso, wie der das haben möchte, dann fängt es hier an. Also hier ist etwas lauter, hier wird gearbeitet, hier riecht man das Holz und hier fangen wir mit das kleine Holzstück hier an. So, ihr habt einen Partner in Deutschland, der nach deutschen Normen diese Häuser modifizieren lässt bei euch. Ja? Was wird da zum Beispiel geändert? Naja, was geändert wird, ist hauptsächlich auch, weil wenn es als Tiny House genommen wird, dass wir die Aufteilung anders machen, weil Leute möchten darin Wohnung. Ist doch etwas anders als wie eine Ferienunterkunft, weil Waschmaschinenanschluss und solche Sachen, Abstellraum, das sind schon die Unterschiede, die wir da machen. Und wir möchten etwas immer Besonderes bauen, auch wieder in diesem Fall für Vitalcamp werden wir echt wieder andere Häuser bauen, die wir nicht Standard bauen. Okay. Dämmung ist ja auch ein Thema. Ja. In Deutschland wird auch stärker gedämmt. Wie heißt die neue Norm? Ja, neue Norm ist eigentlich der GEG-Norm. Also eigentlich war das der frühere ENEV, aber der ist etwas stärker geworden. Und da muss man richtig nachgucken. Aber klar, das wird in Holland, in Deutschland wird das eigentlich immer hochwertiger, weil man kann es als wirklich als ein Ferienhaus benutzen, aber hauptsächlich als Tiny House, wo man das ganze Jahr richtig drin wohnen kann. Ja, ich überlege die ganze Zeit, du kommst ja aus den Niederlanden, du bist Niederländer, aber du hast einen rheinischen Akzent. Das ist interessant. Ja, ich wohne selber in der Ecke in der Nähe Köln. Also, das hört man. Kann man merken. Also wir feiern auch Karneval. Kann man merken. Ja. Das ist cool. Ja, wir gehen rein. Sehr cool. Ihr habt eine tolle Fertigung. Euch gibt es schon 20 Jahre? Wie lange? Ja, wir sind ungefähr 26 Jahre sind wir im Betrieb. Und hier läuft also auch viele Jungs, die 26 Jahre die Erfahrung schon mit uns zusammen haben. Also läuft schon richtig durch. Warte mal kurz, wenn du mal gerade nach links kommst, bitte. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, ihr baut hier quasi auch Stationen, die Häuser. Ja, wir bauen auf Stationen die Häuser, kann man gut sehen. Hier oben steht der Tacker, also wir haben jede Stunde berechnet, wie viele Stunden wir brauchen für jedes Haus, sodass wir, wenn wir einen Kunden versprechen, du bekommst das Haus Ende März, dann hat er auch das Haus Ende Echt? März. Ja, geht genau wie in der Autoindustrie. Stark. Also das macht das stark, ja. Und du sagst, also wenn man sich an die Richtlinien in Deutschland hält, und das könnt ihr, dann kriegt man dafür auch eine Baugenehmigung. Ja. Da reden wir nicht über Campingplatz, wir reden über, ich sag mal, einen Ort, der hat eine Baubeschreibung, was für ein Dach muss zum Beispiel drauf sein? Ja, das wird bestimmt. Ist es Satterdach, ist es Flachdach oder welche Gradneigung soll das Dach haben? Wir können das alles vorsehen. Und Vitalcamp, wir haben da mit Vitalcamp zusammen haben wir die eigenen Architekten, die da auch alles bestimmen, wie groß alles sein sollte. Oh, hier sieht man sehr schön, das ist jetzt ein mittleres Haus. Doch, ein großes Haus, oder? Ja, es ist ein großes Haus. Ich denke so ungefähr 4,50 Meter Überbreite auf 12, 13 Meter. Küche ist eingebaut, also alles ist eigentlich mehr oder weniger drin, ist top da. Komm, wir gehen mal kurz rein, dass wir das mal sehen. Ich überlege gerade, wie komme ich hoch? Ja, wir eben gucken. Normalerweise steht die Treppe an die andere Seite. Die Treppe auf der anderen Seite. Du musst gucken, dass du den Kopf nicht stoßt. Ja, ich habe ja beide Hände voll. Da ist die Treppe. Guck hier, da gehen wir hoch. Du bist ein Stück größer als mir. So, jetzt gehen wir mal rein. Und ich bin total aufgeregt, muss ich sagen, weil ich kenne die Häuser ja schon fertig, wenn sie da stehen. Aber ich glaube, der Unterschied ist wirklich im Detail. Das heißt also, hier wird alles hier verspachtelt, habe ich schon gesehen. Alles ist vom Feinsten. Die Oberflächen müssen ganz glatt sein. Ja, das ist eigentlich auch, weil wir produzieren, so wie in der Autoindustrie. Hier hält das Haus abhängig Größe 4 oder 6,5 Stunden. Und dann geht das nach die nächste Stufe. Also auf jeder Stelle haben wir ihre eigenen Handwerker. Hier bist du beruflich Elektriker oder wie dann auch. Ja. Also das sind wirklich Profis auf jeder Stelle. Und das riecht man hier jetzt auch. Hier wird später tapeziert in die nächste Halle. Stark. Also ich bin wirklich beeindruckt. Also wenn man sich hier reinstellt, das ist zwar ein Tiny House, aber das langt den meisten Leuten um sich ein bisschen zu verkleinern. Ja, das ist wirklich wahr. Wenn ich nur nach mir selber gucke, meine beiden Jungs, die sind gleich aus dem Haus und dann sind wir nur noch zu zweit übrig. Also warum muss ich dann noch ein großes Haus haben, wenn ich auch mit ein kleines Haus zurück in die Natur gehen könnte?
So, wir filmen heute am 23. März. Um 12 Uhr ist freitags Feierabend. Ihr fangt wann an? Montags? Nee, die Jungs fangen wirklich immer um 7 Uhr morgens an, also das die ganze Woche. Und dann haben die Freitagsmittag haben die schon Ruhe. Toll. So, die Küche wird schon abgedeckt, damit da ja nichts ankommt. Abgedeckt, sodass da nichts passiert während das ganze Ablaufprozess. So, hier ist das Badezimmer. Ja, ich denke, da sind am Badezimmer beschäftigt. Separate Toilette hat dieses Haus. Ja. Stark. Es ist gut gemacht. Also ich stelle mir das immer so vor. Ich vor. habe nur ein Haus mal gesehen. Also ich denke, dann wirst du begeistert sein, wenn du das Platz hast. Ich war mal bei einer Fertigung in Polen, kann ich ja offen sagen. Ja. Da war alles ein bisschen rustikaler. Die Spaltmaße, alle so eher. Ja. Gut, das war eine Fertigung. Ja. Das war eher Zufall. Nee, du bist bei mir nach gar nicht durchgegangen. Wir sind jetzt in der Halle 1, wo die Vorfertigung stattfindet. Und jetzt bist du auch noch mal in einen der letzten Häuser von dieser Station reingegangen. Ich denke, wenn du gleich siehst, wie wir den Aufbau machen, von kleines Holzstück bis Fertighaus, ja, wirst du sehen, dass wir wirklich anders produzieren als jeden anderen Hersteller. Diffusionsoffen ist das Bauprinzip bei euch. Das heißt, Feuchtigkeit kann von innen nach außen, aber nicht von außen nach innen. Ja, stimmt. Und das wirst du auch gleich hier überall sehen an die Häuser. Wir haben das richtig durchdacht alles. Aber das ist die jahrelange Erfahrung, wo der Unterschied liegt. Und ob man dann auch später nach 20, 30 Jahren qualitatives Haus hat, ja oder nein. Also bedeutet, es soll nicht riechen, es soll nicht nach Schimmel riechen, es darf nicht schimmeln, das ist ja das... Nee, und das passiert auch nicht. Aber das ist auch unsere jahrelange Erfahrung, die wir natürlich durch die Jahre gesammelt haben. So, du gehst mal vor, wo sollen wir hingehen? Wir gehen jetzt mal ganz nach vorne, wo es wirklich mal anfängt, wenn wir es vom Zeichenraum abhaben und der Grundriss genauso ist, wo jede Steckdose genau auf jede Stelle ist, wie gewünscht war. Dann wird es gespeichert bei uns in die Maschine, geht digital hier rüber in die Maschine. Ist es eigentlich auch hier die erste Stelle, wo es eigentlich landet. Die Jungs hier, die fangen eigentlich an mit der Produktion und die wird automatisch bestickert, jedes Holzstück, jede Wand ist berechnet worden. Und das macht das eigentlich das ganze Projekt auch super toll. Das ist ja Wahnsinn, ihr habt viele Kräfte, die wirklich schon seit Anfang an dabei sind, oder? Ja, wir haben hier zum Beispiel eben mal nur eine Wand, wie eine Wand und alles mal berechnet worden ist, steht ja mal drauf. Die Jungs geben an, ob die mit einer Wand oder etwas auch beschäftigt sind. Und dann wird schon automatisch geschnitten, das ganze Programm. Und dann kommen da, wie jedes kleines Holzstück hat eine Bedeutung bei uns. Ihr habt jetzt auch Roboter. Bestickert. Ja. Hier das ist schon das erste Programm, was die Jungs schon eigentlich drehen. Stark. Ja. Wenn man hier, dann kommt das hier raus. Wir machen auch alles genau in jede Gärung, kann man sehen. Jedes Holzstück, wie klein auch, hat eine Bedeutung. Chassisnummer steht darauf und gleich, wenn die Jungs an die Maschine kommen, hat dieses kleine Holzstück eine Bedeutung. Und alles wird auch man kann es hier sehen und das macht es immer besonders. Es wird in jede Gärung geschnitten, aber jedes kleine Holzstück hat wirklich eine Bedeutung. Und die Leute, die das zusammenbauen, da bleibt am Schluss nicht ein Holzstück mehr übrig, oder? Nee, da denke ich nicht. Bei mir könnte das passieren, muss ich sagen, aber nicht bei den Jungs. Nicht bei den Jungs. So. Jeder seinen Job, würde ich mal sagen. Okay, stark. Wir sind hier früher mal, weil wir möchten natürlich auch, dass die Jungs Spaß haben und die haben jedes Mal auch ein anderes Ding für die Nase. Hier ist eine Junge immer angefangen, der heißt Appi. Und das haben wir gesagt, dann wird das Appi sein Playstation hier. Also so muss man auch Spaß in die Arbeit haben. Okay. Hier geht eigentlich jede Wand, jedes Dach, alles geht durch. Die Jungs tippen wieder ein, ob die mit welcher Maschine, wo die mit beschäftigt sind. Ich kann jetzt sehen, das ist mal eine Innenwand, die jetzt da verbaut wird. Und das wird automatisch getackert, automatisch geklebt. Und die Maschine, die gibt genau an, wo das nächste Holzstück mit welchem Merkmal da kommen soll, wird getackert und gebohrt. Das ist ja unglaublich. Ja. Das ist also, der Vorteil ist, alles ist ganz genau. Das heißt, sie macht keine Fehler, die Maschine. Nee, die Fehler, die machen keine Fehler. Und deshalb ist es auch sehr hochwertig. Hier läuft das ganze Trajekt durch. Toll. Ja. So, Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Läuft das durch. Man kann schon in die nächste Stelle sehen, da geht automatisch die Maschine und da wird alles weiterverarbeitet. Da wird jede wir gehen rechts rum. Rechts rum. So, und das ist nur eine von vielen Hallen, die ihr habt.
Ja, das ist eine von vielen Hallen, die wir haben. Man kann eigentlich sehen, wir möchten hier auch richtig sauber arbeiten. Also hier laufen auch Leute rum, die sind nur am Fegen und alles am Reinigen. Wenn es hier später vom Band rollt, hier werden nur die Wände aufgebaut, da werden nur die Dächer aufgebaut und an der Hinterseite wird eigentlich der Boden aufgebaut. Also jeder hat hier seine eigene Spezialität. Ich zeige mal gerade hier, das hier ist ja Wärmeisolierung, die ihr verwendet. Und da wird alles komplett isoliert. Das heißt Kältebrücken, Wärmebrücken, gibt nichts Schlimmeres wie das, oder? Nee, stimmt. Deshalb bauen wir eigentlich das Holzwerk komplett in jede Gärung, sodass man da keine Kältebrücke hat. Ich würde mal sagen, wir reden immer über eine holländische Wand oder eine deutsche Wand. Für uns ist es jetzt hier eine holländische Wand, weil das ist weniger gedämmt, weil wir haben es leider, leider, wir haben es weniger kalt wie in Deutschland, würde ich mal sagen. Aber jede Ecke wird ja richtig zugemacht, sodass man da auch keine Kältebrücke hat. Und wir bauen auch, wir haben auch andere Großkunden noch in Deutschland, als Beispiel Floating House. Da bauen wir die Hausboote für. Da wird auch immer ein Blower-Door-Test und alles gemacht. Das wäre meine Frage gewesen. Blauer Door-Test könnt ihr machen? Ja, das können wir machen. Ja, bestimmt. Hier kann man eigentlich sehen, wenn wir eben umdrehen, dann sieht man die Maschine. Die Maschine ist gerade beschäftigt. Die ist jetzt alles am Berechnen nochmal eben. Später wird er die Fenster ausschneiden, er wird die Tür ausschneiden, er bohrt überall die Löcher für die Gardinenstangen, er bohrt auch alle Steckdosen, also es ist ein komplett vollautomatisches Prozess. Also Fehlerbereich gibt es hier glücklich fast nicht. Aber das macht die Qualität. Hier vorne wird es jetzt angehoben, das hier ist eine Wand? Ja, nee, das ist ein halbes im Gucken. Ich denke, das ist jetzt ein Dach, das geht jetzt rüber nach die nächste Halle. Und da wird es jetzt gleich nach die andere, jedenfalls nach einer anderen Station wird das jetzt gerade gebracht. Und das wird jetzt aufgehoben und wird jetzt wegtransportiert. Wahnsinn. Ja. So, ich bin wirklich beeindruckt. Und das ist nicht die neueste Halle? Nee, das ist dann nicht mal unsere neueste Halle. Nee. Also in die andere Halle, 40 Kilometer, 50 Kilometer weiter, da wird alles produziert mit Robotern. Hauptsächlich auch, weil wir keinen Fehler haben möchten. Wir können noch mehr produzieren, weil die Nachfrage groß ist. Und man hat nicht mal überall für jede Station immer die Handwerker. Es geht ja auch darum, dass die Leute die Arbeit machen sollen, die Menschen machen sollen oder können. Und das, was der Roboter machen kann, das kann auch ruhig der Roboter machen. Ja, weil der Roboter kann ja nicht alles. Jetzt zum Beispiel Anschließen von Leitungen. Nee, stimmt. Wir haben uns immer viel ausgedacht, aber man kann da nicht alles machen. Aber was wir machen mit Roboter, das geht super gut. Und den Rest machen wir als Menschen. Kommt man anschließend noch mal ran an die Leitungen eigentlich? Ja, immer. Ja. Das sollte mal ein Malheur passieren. Das Schlimmste, was es ja gibt, ist Frostschaden, den es gibt. Guten Morgen. So. Ja, könnte sein, klar. Aber weil wir den richtig gut isoliert haben, komplett im Boden drin, ist die Chance sehr klein bei uns. Und haben wir eigentlich auch gar nicht. Toll, also. Das richtig sehen, hier ist jetzt der Boden hochgeklappt, umgedreht. Der Boden steht ja schon fertig für das nächste Haus. Auch die Robotmaschine hat schon alles geschnitten, wo gleich die Wandaufbau kommen sollte. Es riecht total nach Holz. Ja, also. Schön, das ist auch die schön in die Halle hier. Also es klappt gleich runter. Wenn die Alarmanlage geht jedes Haus nach einer nächsten Stufe. Und dann kommt dann die Küchen und alles aufgebaut, weil da hinten die Jungs, die da arbeiten, die machen nur alle Küchen fertig. Und so auf jeder Station haben wir überall unsere echte Profis stehen. Toll, das heißt auch die Küchen sind millimetergenau eingepasst? Ja, 100%. Also, und auf einer anderen Abteilung sind die Wände schon fertig gemacht. Also die werden dann hierhin transportiert. Jetzt ist noch mit einer Gasheizung, die wir hier jetzt. Aber jeder kann selber entscheiden, oder Full Elektrik oder wie dann auch. Das ist noch immer Kundenwunsch abhängig. Dann wäre es ja sinnvoller, wenn ich mir nach 10 Jahren, wenn mein Haus mir nicht mehr gefällt, kann ich das alte Haus verkaufen und kann mir einfach ein komplett neues kaufen. Ja, stimmt, 100%ig wahr. Und, aber die Häuser sind so gut Haltbarkeit, also da braucht man eigentlich nicht umzubauen oder umzustellen. Weil es könnte ja sein, dass das heißt, es gibt auch einen Markt für gebrauchte Häuser. Oh ja, 100%. Wenn wir ein gebrauchtes Haus oder über Vitalcam oder Wiedernau bekommen, dann ist das innerhalb einer Woche schon wieder verkauft, weil die Nachfrage ist gut und hauptsächlich die Qualität ist gut. Also auch wenn man dann noch ein gebrauchtes von uns kauft, dann kauft man noch immer richtig Qualität. Hier sieht man schön die Wand. Ja.
Das ist alles ordentlich. Ja, das ist jetzt eine dünnere Innenwand. Kann gut sein, dass sie dann Holland, nach Haus nach Holland geht. Ich kann gerade auf der Grundriss sehen, der vorliegt. Das ist ein Winkelmodell, wird das gleich sein. Also das ist mit der Tor verbunden. Ein Winkelmodell, das heißt, es kommt in 2 Teilen. Es kommt in 2 Teilen, ist wirklich ein großes, mit einer großen Ölküche, Schlafzimmer, Abstellraum. Also wird schon eine größere Wohnung sein. Da wird das andere, das hier nebenan liegt, das wird der zweite Teil sein. Das ist der Boden hier? Das ist der Boden, ja. Was ist da zu sagen beim Boden? Ist der wasserabweisend? Ja, wir haben der soll wieder durchlüften, man soll das Schwitzwasser nicht aufschließen und so. Der soll auch wieder richtig durchdämpfen. Und man kann schon sehen, wir haben schon richtig Stahl mit reingebracht, weil wir möchten fließen, wir möchten tapezieren und da muss es auch LKW rauf, LKW runter, muss es danach noch 100%ig gut sein. Also von unten kommt ja normalerweise nichts dran. Ihr empfehlt aber unter dem Haus, da muss eine Belüftung frei bleiben. Das darf nicht zugebaut werden, ne? Nee, stimmt, es darf zugebaut werden, aber da haben wir wohl richtig die Bedingungen, wie es sein könnte. Man kann es auch vertieft in den Boden wegstellen. Und das kann nicht bei jedes Haus, das kann ich Ihnen schon sagen. Aber weil wir da wohl qualitativ bauen, können wir das wohl. So, hier vorne ist die Küchenproduktion? Kollegen baut der Küche auf, andere Kollegen macht nur sauber und reinigt hier, weil wir möchten, dass sauber gearbeitet wird. Und er war jetzt gerade hier beschäftigt mit der Küchenaufbau. Und auch hier der Kollege, der hier auch steht, der arbeitet schon mehr als 20 Jahre bei uns. Und der baut jetzt nur hier die Küche fertig und alles. Und wenn hier einmal die Küche fertig ist, wird die rüber transportiert und dann wird das in das Haus weitergebracht. Okay. Also hier hat er wirklich seinen richtigen Arbeitstisch und kann er da richtig mit dem Gange gehen. Und wir gehen mal hier rum, dass wir einmal kurz schauen. Ihr habt natürlich von allen Materialien unglaublich viel auf Lager, sodass das Thema Lieferketten... Hier steht schon eigentlich alles schon fertig. Wenn hier die Alarmanlage geht, dann geht's hier alles, dreht hier rum. Und wenn das Haus vor die Nase kommt, wird schon alles reingebaut. Also hier ist wirklich auch hinter die Kulissen, würde ich mal sagen, ist schon alles fertig. Sag mal, diese ganzen Prozesse, wer hat die entwickelt? Habt ihr da ein eigenes Team für? Ja, haben wir wirklich ein eigenes Team für. Bertes hat das irgendwann mal ausgefunden, hat früher eine andere Fabrik gehabt, hat da aufgehört. Und später hat er gesagt, wenn ich dann gerade was anfangen möchte, dann möchte ich so wie in die Autoindustrie. Und so ist dies entstanden. Eigentlich eine Fließbandproduktion. Eigentlich eine Fließbandproduktion, ja. Das heißt, alles soll perfekt sein. Ihr könnt Fehler lösen. Das Interessante ist aber, dass derjenige, der hier arbeitet, der sieht auch immer das Endergebnis, oder? Ja, ist auch wahr. Aber auch jedes Mal, man kann es hier auch erkennen, alle Kollegen haben auch immer ein anderes Haus vor der Nase stehen. Ja. Also es ist nie langweilig, weil du hast wirklich jedes Mal ein anderes Haus. Ja, mein Hund will jeden Tag auch anderes Hundefutter, also zumindest alle 2-3 Tage. Das ist ja ganz wichtig, ist Abwechslung, dass die Leute also nicht nur immer die gleichen Stationen haben. Nee, naja, jeder hat wohl immer die gleiche Station, weil du bist ja Elektriker und du bist ja beruflich Elektriker. Ja, stimmt, ja. Aber jedes Mal hat man wohl ein anderes Haus hier vor die Nase stehen, wo man wieder etwas neu entdecken soll. So, neues Haus, das ist jetzt... das war eins ungefähr? Man muss sich eigentlich vorstellen, wenn man eben noch zurückguckt, da hat es noch keine Wände, da hat es noch kein Dach. Das wird auf die andere Produktionsstelle gebaut und das kommt hier durch die Luft. Werden erst die Wände aufgebaut, dann wird Dach aufgebaut und das sind auch genau die 2 Stellen, wo die Elektriker reingehen, weil dann wird alles verbunden und verkabelt und weil wir immer überall Leerrohre machen und dann wird es eigentlich komplett so aufgebaut. Okay, das heißt, die Häuser kommen hier aus der Halle fertig raus später? Ja, von hier sagen wir immer, das ist der Grobbau. Hier wird eigentlich das Haus noch erstmal regendicht gemacht. Dann geht es hier in Holland über die normale Straße, transportieren wir das nach die andere Halle. Da geht wieder die Alarmanlage, da wird ein Haus da rausgezogen und dies wird reingezogen. Also das ist gleich in die Halle 2, super schön zu sehen. Ja, das werden wir gleich mal schauen. Also Fachwerk, das Ganze. Es ist echtes Holz im Einsatz. Das hier ist so eine Folie, so eine diffusionsoffene Folie. Ja, Schöne ist, man kann es hier erkennen. Eigentlich es muss auch nicht zu sein, von mir ist das eine Kontrolle. Und hier wird Kleider, die Außenverkleidung wird hier dran gebracht. Und dann hat er auch, abhängig die Außenverkleidung, wird auch die Abstände bestimmt, wie groß der Abstand sein wird. Also was den Leuten, glaube ich, ein bisschen Mut machen sollte, ist, dass ihr ja an Kontraktlieferanten liefert. Nicht nur ein Haus, sondern 20 Häuser zum Beispiel. Und da seid ihr auch in der Gewährleistung drin, oder? Du musst dich vorstellen, wir bauen ungefähr 1000 Mobilheime in einem Jahr. Also das sind schon eine richtige Menge. Und wenn man da nicht qualitativ baut, dann hört es auch ganz schnell auf mit deiner Firma. Das stimmt.
Hier kann man sehen, Montagmorgen 7:15 Uhr soll das Haus regendicht sein und geht dann abtransportiert nach die nächste Halle. So, was ich cool finde, ist das Thema Arbeitsschutz. Ihr habt Absturzsicherungen, ja. ihr habt sie, ihr benutzt sie auch. Ja, aber das ist, hier muss jeder auch gefasst sein, aber das wirst du gleich in der anderen Halle auch Nein, sehen. alle haben Gehörschutz, alle haben Arbeitssicherung, alle. Ja, aber da legen wir ganz viel Wert drauf, weil das Personal ist eine unserer wichtigsten Sachen. Weil Material kann man nicht mehr kaufen, Leute nicht. Sag mal, wie hat man die Möglichkeit, da hochzukommen? Haben wir die Möglichkeit, da mal hochzukommen? Ja, können wir. Muss Wie wir denn? Wohl, dann denke ich, müssen wir eben anders machen. Muss Ja, eben hier. darum. Können wir eben gucken. Weil das interessiert mich mal, dass wir mal aufs Dach gucken. Boah, ihr habt alles komplett. Hier ist auch wirklich Streifen und so, wo wir wohl und nicht laufen können. Ja, okay. Ihr habt alles komplett auf die Fertigung spezialisiert. Das heißt, das hier war keine Halle, wo irgendwas anderes drin war. Die habt ihr speziell für die Hausproduktion gebaut. Ja. Das stimmt. So, wenn euch da ein bisschen. Was wir hier in Holland in dieser Stelle auf 2 Stellen machen wir in Heerenveen, wo unsere andere Produktionsstraße ist. Dann machen wir das über 150 Meter Länge, 90 Meter breit, 150 Meter Länge, machen wir da 5 Linien. So, hier vorne sieht man das Dach, das wird hier schon vorbereitet Ja. und später dann mit dem Kran hier drauf gehoben. Ja, man kann eigentlich sehen, wenn man zurückguckt, da war eigentlich die Produktionsstraße. Wände werden da produziert, Boden an der Hinterseite und hier die Dächer. Und hier fangen wir da komplett an mit dem Aufbau. Die Wände, wenn die fertig sind, werden die da genommen und wird nach die nächste Stelle gebracht. Und wenn wir hier sind wir jetzt einmal am Ende. Hier ist das Haus gleich komplett fertig, regendicht würde ich mal sagen. Und dann wird abtransportiert nach die nächste Halle. Und da gehen wir hin. Hier sieht man noch sehr schön, dass alles überlappend ist. Das bedeutet also, der Regen, der kann nicht irgendwo reinlaufen, sondern alles ist ähnlich wie beim Dach überlappend. Ja, es ist eigentlich in Holland, da sagt man Präfabau, in Deutschland Holzständerwerkbau, aber wir machen es hochwertig und qualitativ. So, wenn man das haben möchte, gibt es 2 Showrooms, wo man die Häuser sehen kann in Deutschland, nämlich einmal in Zierenberg und einmal in Kassel Kassel ist Zierenberg und das andere ist in Flensburg. Flensburg. Tolles neue Ausstellung. Ja, die macht das gut, die Valeria, oder? Ja, betreut sich auch richtig gut um die Kunden und das ist auch für uns wichtig, weil wir sagen, jemand muss zu uns gehören. Wir sagen immer, wir haben unser Kärtchenhänger, aber da hängt auch das Kärtchen von Vital drauf und dann muss man auch die gleiche Qualität haben und Richtung die Kunde betreut ihr da richtig gut um die Kunden. Rob Schell, du warst auf der Messe in Essen. Wie war der Zuspruch? Der war sehr gut, auch weil es da ein großes Tiny House gab. Das war 8,5 Meter bei 7 Meter. War ein Doppelhaus, wird in 2 Stellen gebracht. Wieder komplett mit die Isolation, wie es haben sollte. Also die Nachfrage und für Leute war es auch ganz so. Die Leute hatten noch keine Ahnung, dass das wirklich ein Tiny House ist. Und wie groß es eigentlich von innen ist, was Leute sich nie gedacht hätten, wenn die 70 oder 80 Quadratmeter hören oder 50 Quadratmeter. Da haben Leute keine Idee, wie groß es am Endeffekt noch ist. Das ist aber was Besonderes. Die 70 Quadratmeter Tiny House von euch, die fühlen sich an wie 120 Quadratmeter im klassischen Bau, weil ihr ganz anders die Räume plant. Ja, stimmt. Und das macht das Besondere. Und deshalb ist es auch ein Thema, das Kleinwohnen, zwischen Klammer, wirklich das Tiny House wirklich dann auch richtig groß füllt. Ja? Genau, wenn man nur noch mal zu zweit ist. So, ich zeig mal da vorne, das ist die Flagge, die ist falsch rum. Hey, keine Idee. Die Flagge hängt falsch rum, ja, aber hier es hat ja eine bestimmte Bedeutung hier in Holland, weil wir gerade mit Stickstoff leben und die Bauern da nicht mit zufrieden sind, weil in Holland Bauern aufhören sollen mit ihrem Betrieb wegen Stickstoff. Ah, okay. Und da haben die Bauern gesagt, wir drehen die Fahne um, weil wir sind nicht mehr zufrieden. Aber klein ist dann doch, wenn du darüber redest, ist doch lustig. Wir haben gerade eine neue Wahl bekommen. Und das sind die Bauern, die haben ganz Holland, haben die jetzt die Regierung jetzt überall. Und jetzt drehen die überall wieder die Fahnen rum, weil die glauben, da wird doch nach uns gehört. Weißt du, was ich toll finde in den Niederlanden? Ja. Das ist dieses Tempo 100. Da werden mich jetzt viele für steinigen. Ja. Aber das ist so entspannt, Autobahn, das ist unglaublich. Das stimmt, das habe ich öfters gehört, das stimmt auch. Wir hat es natürlich uns zuerst verärgert, aber man fährt ruhiger, da hast du recht. Und ich habe ein Auto mit 310 PS mit 4,9 Liter gefahren. Ja, 4,9. Dann musst du nicht hier in Holland sein, weil ich kann dich sagen, wenn du Bußgeld bekommst für 10 km/h, bist du auch schon dicker 100 weg. Also ich würd darauf achten hier in Holland. Nein, ich bin ja langsam gefahren. Ja, aber der Spritverbrauch, der war gering. Ja, auch das ja. Und So.
Vorteil ist hier, wir haben wohl in Holland keine, du kannst immer ohne Loch fahren auf die Autobahn, das ist auch schon mal wichtig. Tschüss, vielen Dank.